Servus Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Wie immer vielen Dank, dass ihr mit am Start seid. Wir haben alle den Release der Beta herbeigesehen und finally, here it is. Endlich können alle Vorbesteller bzw. Glücklichen, die einen Code abgegriffen haben, das Ganze bereits seit gestern 9 Uhr zocken. Und für alle anderen, sprich Open Beta, geht ab morgen los. Also noch ein bisschen Geduld. Watcht in der Zwischenzeit ein paar Streams bzw. dieses Video und dann verpasst ihr in jedem Fall auch nichts. Heute möchte ich mit euch auf jeden Fall mal meinen Ersteindruck zur Beta besprechen. Gebt mir also gerne euer Feedback dazu in die Kommentare. Was hat euch gefallen, was vielleicht nicht? Und ganz allgemein, warum das Video erst heute kommt, hat im Wesentlichen zwei Hauptgründe. Erstens, ich wollte mich nicht vom ersten I'm Stoked Moment beeinflussen lassen, also wo man super hyped ist, neues Game und alles wow, 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 wow. Und deswegen die Sache ganz einfach mit bisschen Abstand und ein bisschen objektiver betrachten. Und zweitens, mein Internetanbieter hat gestern auch gestreikt. Spezielle Grüße gehen an dieser Stelle eben nicht raus. Ich konnte nicht zocken und deswegen verschiebt sich mein Gesamteindruck auch zeitlich ganz einfach auf heute. Trotzdem bleibt es bei einem Ersteindruck, den ich in positive und negative Aspekte aufgeteilt habe. Detaillierte Analysevideos, Tipps und Tricks folgen natürlich noch. Wenn ihr dazu also nichts verpassen wollt, gebt dem Ganzen sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Channel, um keine weiteren News und eben Tipps und Tricks zu Battlefield 2042 mehr zu verpassen. Fangen wir also erstmal mit den positiven Dingen an. Punkt 1. Grafik und Wettereffekte. Wir wussten ja im Vorfeld schon, wenn DICE etwas kann, dann ist es optische Leckerbissen abzuliefern und holy cow, wie lecker sieht dieses Game bitte aus. Darf ich an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz an die Vanguard Beta erinnern? Nicht notwendig, oder? Wir verstehen uns, Leute. Zusätzlich kommen natürlich noch die absoluten Hammer-Wettereffekte dazu, die dem Ganzen noch eine bessere Stimmung geben. Wir haben noch Raketenstarts mit dabei, mit gigantischen Ausbrüchen. Wenn man gewisse Behälter anschießt, dann passiert auch da nochmal was, also ich sag einfach nur lecker, lecker, lecker Schmecker. Das gleiche auch im Punkt 2, Sounddesign. Sounddesign auch im Battlefield immer ein Highlight gewesen und das kommt auch hier wunderbar rüber. Wirklich, die Waffen, die hören sich fett an. Fahr- und Flugzeuge ebenfalls, alles extrem basslastig, episch. Also auch da geht ein richtiges Like von meiner Seite raus. Im dritten Punkt, das Movement, das kommt wirklich sehr, sehr dynamisch um die Ecke und fühlt sich einfach auch extrem smooth an. Ich sag mal, gerade bei diesen großen Kartengrößen ist es ein absoluter Pluspunkt, genauso wie natürlich auch in den eigentlichen Gunfights. Jetzt muss man sagen, mir fehlt jetzt, wir gehen immer von dem Vorgängerteil aus, Battlefield 5, das hat man natürlich zu Tode gespielt, aber jetzt werden einige überrascht sein, aber da fehlt mir ein bisschen die Tiefe. Auch im Movement. Ja? Wir erinnern uns, in BF5 konnte man Ice skaten, man konnte die Sprintgrätsche in verschiedene Richtungen abwickeln, man konnte währenddessen schießen, man konnte das Ganze auch mit Crouchen kombinieren und so weiter. Also einfach nochmal aus meiner Sicht ein paar mehr Ebenen gehabt, auch das Thema Leanen, ja, für alle Freunde, die das sehr genossen haben, um einfach Kugeln auszuweichen, beziehungsweise ja, einfach nochmal eine andere Movement-Ebene dazu zu bringen. Im Gegensatz, deswegen ist es auch unter positiven Aspekten drin, haben wir jetzt den Taktiksprint, den wir natürlich aus COD und so weiter schon kennen. Wir haben Ziplines, auf denen wir auch schießen können, also da gibt es keine Limitierung und die normale Sprintgrätsche bzw. das normale Rutschen, bei dem kann man jetzt eben schon gleichzeitig schießen. Ja? Aber es ist mir noch ein bisschen zu eindimensional. Das ist einfach das, was ich dazu sagen will. Aber eventuell ergibt sich ja dazu auch noch was, beziehungsweise werden wir mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Kombination vielleicht herausfinden, die dann noch mal ein bisschen besser geeignet ist, um gewissen Schüssen ausweichen zu können. Nächster Punkt, Gunplay. Auch das Waffenfeeling ist wieder sehr, sehr stark zurück und auch wenn es wieder aus meiner Sicht Laserwaffen gibt, ja, insbesondere die Sturmgewehre, die haben nahezu keinen horizontalen Recoil. Ich habe jetzt noch nicht alle Waffen durch, aber das, was ich mir angeschaut habe, da geht der Rückstoß nur nach oben, also nur vertikal, horizontal hat man nahezu keine Abweichungen. Aber aufgrund der großen Karten und dementsprechend der hohen Distanzen ist es trotzdem gefühlt wieder mehr notwendig, die Waffen auch wirklich durchzutappen, anstatt auf Dauerfeuer, Abenteuer, Spray and Pray alles nur durchzurattern. Also ich denke, da sind wir auf jeden Fall auf einem richtigen Weg, dass wir von diesem Einheits-Laserbeam dann trotzdem wegkommen. Ich bin aber gespannt. Ja, im Moment ist es mir im Gegensatz zu vielen anderen vielleicht noch mal ein bisschen zu wenig. Es fühlt sich aber wirklich auf diesen großen Maps jetzt nicht so stark danach an. Müssen wir mal sehen, was dann in den kleineren Modi noch abgeht. Aber
ist auf jeden Fall auch ein positiver Aspekt, genauso wie das Plus-Waffensystem. Das ist einfach top und perfekt, auch wiederum für diese großen Maps. Also das finde ich wirklich eine absolut gelungene Neuerung. Wie oft passiert das? Man läuft über diese großen Maps und befindet sich in einem Gunfight irgendwo aus einer Liegeposition, aus einer Ecke weiter weg. Feuert einer, du bist mit dem Nahkampfvisier unterwegs, dann wechselst du ganz schnell auf den Dreier-Scope und startest die Counterattack und let's go. Bis jetzt wirklich ein Top-Pluspunkt der Neuerung. Auch die Spezialisten möchte ich an der Stelle noch unter den positiven Dingen mit aufnehmen, ganz einfach, weil sie eine neue Ebene ins Spiel bringen und das Ganze aus meiner Sicht auch nicht OP ist, zumindest aktuell. Für mich hebt sich bis jetzt noch keiner extrem ab, beziehungsweise ich wurde jetzt von niemandem aufgrund dieser Spezialfähigkeit extrem weggeholt. Zum Beispiel das Geschütz vom Boris oder ja, auch Kletterhaken vom McKay. Klar, man kann sich da in bessere Positionen und so weiter hieven. Das macht auch vom Movement einfach richtig Spaß. Ich spiele McKay mit Abstand auch am liebsten aktuell in der Beta, aber trotz alledem, overall, habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt ein Spezialist da extremst überlegen ist. Also auch eine Maria Falk nicht mit Selbstheal bzw. ihren Healen-Aspekten. Nächster positiver Punkt, das Call-In-System. Die Funktion zum Bestellen von Fahrzeugen oder auch Panzer funktioniert aus meiner Sicht absolut einwandfrei und man kann so wirklich alle großen Strecken überspringen. Dann kommen die Fahrzeuge angeflogen, man muss nicht warten bzw. einen Kameraden herbeirufen, der das Ganze dann für einen erledigt bzw. daher geschippert kommt, oder wenn mal wieder die absoluten Ehrendudes alleine mit dem Jeep aus der Basis rausfahren und keine Mates mitnehmen. Also das gehört der Vergangenheit an und man kann wirklich problemlos die große Travel-Reise über die Map starten. So, und nun müssen wir aber auch über ein paar Dinge sprechen, die noch nicht gut laufen, beziehungsweise die aktuell wirklich auch ein bisschen besorgniserregend sind. Und das sind insbesondere die Performance des Games, zumindest auf PS5. Ich persönlich spiele auf PS5 und da ist die Performance absolut kacke. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber Frame Drops ohne Ende. Wir haben undefiniertes Bildschirmgewitter im Hintergrund, Lags, dass es kracht und das vermiest einem einfach komplett den Spielspaß auch, weil immer der Flow dann wieder verloren geht, gerade in den Gunfights, die man dann verliert, weil man sie halt verliert, und da muss man dann wirklich sagen, das Zeitfenster bis zum Release, das ist wirklich sehr, sehr knapp und da habe ich dann doch sehr, sehr starke Zweifel, ob DICE das bis dahin noch umgesetzt bekommt und das noch adaptiert auf alle Maps, die zum Release vorhanden sein sollen. Also, da ist aus meiner Sicht absolut Vorsicht geboten. Nächster Punkt, den wir mit Vorsicht genießen müssen, ist Mapgröße und die daraus resultierenden Hotspots. Bereits auf Orbital ist es ziemlich klar ersichtlich, dass die Map einfach zu groß ist, aus meiner Sicht. Insbesondere wenn wir daran denken, dass Orbital ja lediglich eine mittelgroße Map ist und noch wesentlich größere Maps kommen werden. Das heißt, ein Großteil der Map ist wie leergefegt und wenn man dahin travelt, passiert auch mal 10 Minuten einfach mal gar nichts. Die Alternative ist natürlich, man stürzt sich auf diese 2 Hotspots, die sind dann vollgestopft mit allem, was Infanterie, Helis, Panzer und Co. halt hergibt. So ganz habe ich also den Sinn der 128 Spieler noch nicht verstanden. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Also es ist halt einfach so, diese Hotspots sind vollgestopft, da wird man dann auch gerne von guten Heli-Piloten weggefarmt und oder es passiert einfach wirklich sehr, sehr viel in diesem Bereich. Klar, Chaos pur und macht auch Laune, aber so ganz grundsätzlich top optimal ist es nicht und da habe ich einfach Bedenken, dass sich das noch weiter intensivieren wird, insbesondere wenn die Karten natürlich größer werden. Nächster Punkt ist die Sichtbarkeit, insbesondere bei der Soldatensichtbarkeit und gerade wenn die Wetterveränderungen da reinschallern, man sieht die Dudes fast nicht und das lädt natürlich munter wieder zum Campen ein und Worst Case ist halt einfach große Map, du latscht, fährst irgendwie 5 Minuten durch die Gegend und dann mitten aus der Prärie kommt der Sniper, der Raketenwerfer oder was weiß ich und holt dich ganz einfach weg. Super, richtig grausam, aber ist so. Und damit kommen wir für heute auch schon zum Ende, zumindest von meinem ersten Fazit. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da und lasst uns gemeinsam ganz einfach diskutieren. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr die Tage mal bei mir auf Twitch vorbeischaut. Link ist wie immer in der Beschreibung. Ich übertrage das Spiel nämlich täglich live, droppt also auch da gerne ein kostenloses Follow rein. Für heute bin ich jetzt aber erstmal raus und wie immer, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.